Unser Zuhause hat natürlich auch wegen Corona einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Baumärkte wie THOM galten als die Gewinner der Pandemie. Daraus erwächst natürlich auch eine ganz neue soziale und ökologische Verantwortung. Herr Hasfeld, es gab ja so einen regelrechten Heimwerkerboom, vielleicht auch ausgelöst durch den Shutdown. Ist das ein Trend, der jetzt weiterhin anhält? Und welche Schlüsse haben Sie, hat Ihr Unternehmen, welche Learnings haben Sie aus den letzten 2 Jahren gezogen? Der Trend war vorher schon da. Okay. Der hat sich in der Corona-Phase, gerade im ersten Jahr, verstärkt nochmal, weil die Leute nicht raus konnten. Dann hat man natürlich die Zeit genutzt, um sein Zuhause zu verschönern, angenehmer zu machen oder lange schon auf die Bank geschobene Projekte zu erledigen. Das hat sich durch die ganze Phase auch so durchgezogen. Jetzt merken wir eine kleine Zurückhaltung, weil die Leute jetzt auch wieder in den Urlaub fahren möchten. Allerdings ausgelöst durch Inflation, durch Krise ist natürlich wieder auch ein Thema, wo Sie sagen, okay, ich nutze ja gerade die Chance und ich kann nicht woanders investieren oder woanders hinfahren. Ich baue wieder zu Hause und mache mein Heim schöner. Wir nennen das Cocooning bei uns in der Branche und das merken wir auch. Die Learnings, die Sie als Unternehmen aus dieser Pandemiezeit gezogen haben, aus den letzten 2 Jahren? Da haben wir tatsächlich einiges ziehen können und dürfen. Ein großer Faktor war Digitalisierung. Ja, wir waren vorher, dachte ich zumindest, sehr gut aufgestellt. Die Lockdown-Phase hat uns gezeigt, wo wir noch Hausaufgaben zu erledigen haben. Da haben wir angesetzt, da haben wir tatsächlich Nachholbedarf. Allerdings, wir wissen jetzt, wo wir noch was tun müssen, wo wir auch unsere Infrastruktur noch mal ändern müssen und da bauen wir auf derzeit. Welche Rolle spielt denn das Thema Nachhaltigkeit beim Konsumverhalten Ihrer Kunden? Speziell im Garten fragen die Kunden sehr stark bei den Erden, bei den Pflanzenerden, bei den Blumenerden nach torffreie Erde nach. Torffrei hat den Vorteil, dass wir keine Moore mehr belasten, dass die Moore weiter so bestehen können, wie sie heute sind und CO2 auch speichern können. Das ist eben der Vorteil von Mooren. Denn unsere Firma geht dazu auch rüber, jetzt die Flächen wieder zu renaturieren. Und wir werden bis 2025 unser komplettes Erdensortiment dann auch umgestellt haben auf Torferde. Und da merken wir, da fragen die Kunden viel nach, das merken wir. Sie haben das Prinzip der 4 Nachhaltigkeitssäulen entwickelt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Und wie leben Sie das in Ihrem Unternehmen? Ja, also tatsächlich ist das über unsere Rewe-Gruppe oder Rewe Group, unsere Muttergesellschaft, mitentwickelt worden. Natürlich waren wir mit dabei und das Nachhaltigkeitsprogramm der Rewe Group, das gilt für alle Tochtergesellschaften, also gilt reweweit und setzt auf 4 Säulen auf, wo es einmal um Mitarbeiter geht, wo es um Energie, Klima geht, über Gesellschaft, aber auch über grüne Produkte letztendlich geht. Das sind Säulen, die für sich alleine stehen können, aber viel stärker im Zusammenhang wirken. Und auch THOM beteiligt sich mit dabei und ist dort in allen Themen auch sehr, sehr aktiv. Produkte haben wir eben ja schon mal ein paar angesprochen. Da soziales Engagement, was wäre da ein Beispiel? Ja, wir arbeiten sehr stark mit der Lebenshilfe zusammen und auch das Thema Inklusion ist bei uns ziemlich stark verbreitet, gerade in den Märkten bei uns draußen, die dort unterschiedliche Kooperationen und auch eingehen und Menschen dort mit einer Behinderung auch unterstützen und helfen und einfach auch einen Arbeitsalltag ermöglichen. Nachhaltigkeit, klimafreundlich, das sind wichtige Punkte. Gleichzeitig sollen die Produkte aber auch qualitativ hochwertig sein und vermutlich auch noch günstig. Schwierig in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Wie schaffen Sie diese Balance? Der Spagat besteht letztendlich darin, dass wir auf der einen Seite das Thema treiben möchten und auch wollen. Die Nachhaltigkeit, weil die ist tatsächlich in unserer DNA sehr, sehr, sehr stark verankert. Und zwar bevor der Begriff Nachhaltigkeit durch die Medien auch getragen wurde oder in der Öffentlichkeit so stark angekommen ist. Da haben wir uns schon vorher damit auseinandergesetzt, weil das ein inneres Bedürfnis für uns letztendlich war, da vorne wegzugehen und vorne ranzutreiben. Woher kommt denn dieses innere Bedürfnis, Ihre Motivation? Letztendlich hängt die sehr stark mit unserem Wertegerüst zusammen, was wir in der Firma haben. Ich weiß nicht, ob Sie unseren Markenclaim schon gesehen oder gehört haben, mit Respekt, wer es selber macht. Das ist eine Grundhaltung auch bei uns im Unternehmen. Und wir setzen, das ist ein Wert, ein sehr, sehr hoher Wert, den wir für Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden sehen.
Und der ist so stark in die DNA verankert, dass wir auch gesagt haben, hey, wenn wir alle respektieren wollen, dann müssen wir natürlich auch die Welt respektieren. Jetzt müssen wir natürlich auch schauen, wie bekommen wir das hin? Wir wissen, dass wir nicht alles alleine machen können. Ja, wir wissen aber, wir können Anstoß geben. Ja, und wir setzen kleine Bausteine in die Welt, sind ja selber auch nicht perfekt, ja, auch wenn man im Sortiment bei uns schaut. Wir sind da nicht perfekt. Ja, wir entwickeln uns aber permanent weiter und gehen dort auch mit Herstellern, mit Lieferanten in Gesprächen, welche Möglichkeiten gibt es, das Produkt zu verändern, dort anzusetzen oder neue Produkte zu entwickeln. Und wenn man in der Entwicklung ist, stellt man fest, das ist nicht immer teurer. Das ist halt die Aussage oder die Frage, die Sie hatten. Das ist nicht unbedingt teuer, kann sein. Oftmals ist es vielleicht auch am Anfang so. Aber je mehr Menschen drauf kommen und drauf gehen und die Nachfrage einfach höher wird der Preis, passt sich dann dementsprechend auch an. Ja. Also Respekt ist sozusagen Ihre Unternehmenskultur, Ihre Philosophie, Respekt auch untereinander im Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern. Wie haben sich die Anforderungen Ihrer MitarbeiterInnen gegenüber Ihnen als Arbeitgeber verändert in den letzten Jahren? Na, ich bin ja von Hause aus ein sehr nahbarer Geschäftsführer und auch CEO und bin sehr stark mit vielen Mitarbeitern in Austausch. Und wir hören zu, auch meine Kollegen hören zu, wenn Anfragen von unseren Mitarbeitern kommen, wenn auch über unsere Betriebsräte Nachfragen kommen, über unseren HR-Bereich Nachfragen kommen oder auch die einzelnen Mitarbeiter zu uns kommen, dass sie halt viel mehr von zu Hause aus arbeiten möchten. Ja, wir haben auch überlegt, was ist das, die richtige Anzahl von Homeoffice-Tage oder nicht. Ja, wir haben eine riesen Bandbreite an Wünschen natürlich und alles individuell gestalten, weil wir haben 1000 Mitarbeiter alleine hier in der Zentrale. Funktioniert nicht, weil wir ja doch irgendwie noch arbeitsfähig sein müssen. Ja, aber wir können zumindest 3 Tage allen Mitarbeitern anbieten, im Homeoffice zu bleiben und 2 Tagen, wo sie sich hier mit den Kollegen treffen und in Projekten auch mal in Präsenz zusammenarbeiten müssen. Klar, es gibt Ausnahmen in der IT oder in den IT-nahen Bereichen, die können komplett von zu Hause aus arbeiten. Das tun die auch. Ja, und andere bringen mittlerweile, habe ich schon gesehen, ihre Hunde mit. Ja, das ist okay, da muss man sich dran gewöhnen. Ja, aber es funktioniert, es stört keinen. Also auf die Pandemie waren Sie ganz gut vorbereitet. Wie ist es jetzt in der Situation? Sie haben es schon angesprochen, eine recht hohe Inflation, womöglich bald eine Rezession in der Wirtschaft, Turbulenzen in Lieferketten und eine Zukunft, die ziemlich unvorhersehbar ist. Mit welcher Strategie gehen Sie in die nächsten, ich sage jetzt mal 2 Jahre? Also wenn wir eins in der Pandemie gelernt haben, ist, wir brauchen weiterhin eine skalierbare und flexible Organisation. Daran werden wir weiter arbeiten und vom Geschäftsmodell werden wir deutlich digitaler werden, weil wir glauben weiter, der Trend nach DIY hält an und wird auch anhalten. Der Mangel an Handwerkern, der wird auch in den nächsten Jahren weiter fortbestehen. Viele Handwerkerfirmen haben Nachfolgeprobleme. Das wird für Deutschland insgesamt ein Riesenproblem auch werden. Gerade als Privatkunde, wenn man dann sich irgendwas gerne reparieren lassen möchte oder auch neu bauen möchte. Spürt man tatsächlich, spürt man überall, aber zwar schon seit ein paar Jahren. Ja. Und wir als Unternehmen sehen natürlich für uns eine Chance. Ja, keine Krise ohne Chance. Und wir nutzen natürlich, dass wir die Ware da haben, die Produkte da haben. Wir können daraus Projekte machen. Wir können unsere Kunden auch befähigen. Das ist eine Aufgabe. Unseren Kunden befähigen, bestimmte handwerkliche Fähigkeiten wieder zu erlangen, weil die hatten viele mal, haben es mittlerweile aber verlernt, weil oftmals Sachen schon einfach fertig produziert werden oder es halt Firmen gab, die das gemacht haben und man natürlich auch die Möglichkeit hatte, sich das bauen zu lassen oder anfertigen zu lassen. Wie sieht es denn aus mit Ressourcenknappheit oder eben Schwierigkeiten bei Lieferketten? Jetzt zum Beispiel im Bereich Holz ist ja ganz bekannt, dass es da eben einen Nachschub hat sozusagen. Wie gehen Sie? Aushebeln können wir das leider nicht. Das funktioniert nicht, weil die Lieferketten sind über die letzten Jahre so aufgestellt worden, wie sie jetzt aufgestellt worden sind. Auch wir hatten damit zu kämpfen. Das Problem haben wir für uns zumindest lösen können. Wir haben genügend Ware da. Und schauen Sie eher optimistisch in diese nächsten 2, 3 Jahre oder? Ja, absolut. Warum? Ich sehe, wir schaffen in der kürzesten Zeit ausgelöst sicherlich durch und das ist sicherlich tragisch durch den Ukraine-Krieg, aber eine Änderung in der Wahrnehmung zum Klimawandel oder in der Abschaltung von klimaschädlichen Ressourcen und mit Öl und mit Gas.
Ich glaube, das hätten wir in den nächsten 15 Jahren bei allen Wunschdenken nicht hinbekommen. Das geht jetzt ganz, ganz schnell. Und im Zuge dessen, und das sieht man jeden Tag, wenn ich dann in irgendwelchen Technologiezeitungen oder Foren auch unterwegs bin, was gerade an Entwicklung, an Erfindungen, an Ideen derzeit auf den Markt gespielt wird, bin ich zuversichtlich, dass in den nächsten 2 Jahren echt gute Lösungen auf dem Markt sind, die uns dort wirklich weiterhelfen. Und dann sind wir alle froh und fragen uns, warum hat das so lange gebraucht? Super Schlusswort. Vielen Dank, Herr Haßfeld, für das Gespräch. Danke.